Ich war kurz vom Kiosk. Krankenwagen und Polizei. Oh nein, da ist die Tochter. Sie müssen jetzt ruhig bleiben. Frau Kubasik, Ihr Vater ist tot. Mein Name ist Gamze Kubaschik. Ich bin die Tochter von Mehmet Kubaschik, der am 4. April 2006 vom NSU in Dortmund ermordet wurde. Ich fühle mich gerade in diesen Momenten, wo der Todestag meines Vaters näher kommt, anders, die ich aber nicht beschreiben kann. Es sind so ganz gemischte Gefühle. Ich erinnere mich an die Zeit wieder zurück. Es bedrückt mich etwas, was ich nicht erklären kann. Hast du irgendwelche Mechanismen entwickelt, um damit umzugehen? Ich habe einfach in den Jahren gelernt, dass der Trauer nicht verschwindet. Und ich merke einfach, gerade seitdem ich seit fast 5 Jahren diese politische Bildungsarbeit mache und gerade auch in den Schulen gehe, wo ich über den Mord an meinen Vater spreche, dass es zu etwas wird, was mir Kraft gibt. Ich merke aber auch, dass es auch zu etwas wird, was anderen Kraft gibt. Und hat das dann vielleicht sogar etwas Therapeutisches? Also ich würde sagen, es verändert sich etwas in meinem Leben, vielleicht auch in dieser Trauer, die ich habe und die mich ja bis zu meinem eigenen Tod begleiten wird. Es gehört einfach zu meiner Identität. Ich kann es nicht ändern. Aber es verändert sich etwas. Etwas, was halt ja zu dem wird, was mir dann Kraft gibt, indem ich darüber spreche. Kannst du mir einmal ein bisschen erzählen, wie das damals war, als der BVB auf dich zugegangen ist, um an deinen Vater zu erinnern? Das war vor genau 10 Jahren. Ich weiß noch, dass Daniel uns kontaktiert hat und er hat gesagt, er möchte uns gerne kennenlernen. Und das war echt schön. Wir haben uns mit Daniel getroffen, wir haben geredet und ich habe von Anfang an gemerkt, dass er uns nicht einfach so eingeladen hat, weil der BVB an meinen Vater erinnern möchte, sondern er hat uns eingeladen, weil er uns kennenlernen möchte. Und ich habe einfach in den Gesprächen gespürt, dass es ihm als Mensch wichtig ist. Und das war schon ein sehr großer Moment für mich. Die erste Begegnung fand in der Geschäftsstelle statt. Die Familie war sichtlich angespannt. Ich kann für mich sagen, ich war aber auch angespannt und nervös. Ich wusste nicht, auf wen treffe ich, wie ist das für die Familie, auch vom BVB angesprochen zu werden. Und wir hatten ein unglaublich tolles Treffen, sind sofort einfach ins Gespräch gekommen, haben uns ausgetauscht, sie haben ganz viel erzählt. Ich habe darüber erzählt, was der BVB macht und konnte, glaube ich, auch ganz gut darlegen, dass es uns ein ernsthaftes Anliegen ist als Verein, uns darum zu kümmern. Und dementsprechend war das einfach extrem nett. Und ja, jetzt so mit Retrospektive, Mehmet war damals ein paar Monate alt, Gamze gerade frisch Mama geworden und jetzt so mit 10 Jahren Abstand ist das doch, glaube ich, schon ein sehr besonderer Moment gewesen. Und dann waren wir im Stadion
Und weil der Tag so besonders für mich war und ich es niemals vergessen kann, habe ich das in unserem Buch Unser Schmerz ist unsere Kraft verewigt. Heute spielt Heimat, heute spielt Dortmund. Das ist Babas Satz. Den hat er immer vor jedem Spiel von Borussia Dortmund gesagt. Er war einer der größten BVB-Fans. Ich sitze da und nehme alles in mich auf. Die vielen Menschen, die schwarz-gelb BVB-Schals, die Geräuschkulisse, alles vermischt sich. Meine Gedanken gehen zu Baba. Ich vermisse ihn so sehr. Dann macht der Stadionsprecher eine Ansage. Er sagt, dass Borussia Dortmund für Vielfalt, gegen Rechtsextremismus, gegen Diskriminierung steht und dass die Borussia-Menschen aller Nationen verbindet. Er erinnert an Baba, den größten BVB-Fan. Und in der Südkurve, zwischen all den schwarz-gelben Schals, wird ein riesengroßer Banner entrollt. In Erinnerung an Mehmet Kubaschik steht da. Das ganze Stadion fängt an zu klatschen. 80.000 Menschen klatschen für Baba. Ein Stich fährt in meinem Herzen und gleichzeitig wird mir ganz warm und ich heule. Baba, wenn du das sehen könntest. Heute spielt Heimat, heute spielt Dortmund. Sie spielen heute für dich, die Schwarz-Gelben. Und wie sie spielen, als wollen sie dich nicht enttäuschen. 1:2 lagen sie zurück. Aber sie kämpfen und drehen das Spiel. Dein BVB gewinnt mit 3:2. Es wäre ein Feiertag für dich. Gänsehaut. Ja, es war echt sehr, sehr besonders und so sah das mit dem großen Banner aus. Es war für mich und für meine Familie ein sehr, sehr besonderer Moment, den ich auf jeden Fall niemals vergessen werde. Niemals. Ja. Mein Name ist Daniel Lörcher, ich bin Vizepräsident von Borussia Dortmund. In der Arbeit gegen Rechtsextremismus, in der Arbeit gegen Rassismus, in der Arbeit gegen Diskriminierung sind immer historische Bezugspunkte sehr wichtig. Und wir haben eben festgestellt, dass in der Mitte unserer Stadt, in der Stadtgesellschaft, ein Dortmunder ermordet wurde von dem rechtsextremen Terrornetzwerk NSU. Und dann haben wir gesagt, auch wir haben nicht reagiert, auch wir haben uns nicht engagiert im Sinne der Familie und haben uns deshalb mit einem Brief an sie gewandt und sie anlässlich des 10. Todestages eingeladen zum Spielen. Wir bieten als Fußball so ein bisschen die Klammer für alle und es ist super einfach für alle, über den Sport ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das ist so das, was den BVB so besonders macht, weshalb auch unter dem ganzen Motto Borussia verbindet, die Arbeit auf diesen verbindenden Charakter einzahlt. Und dem gleichgestellt ist aus meiner Sicht, dass wir gesellschaftliche Normen brauchen, um gut miteinander umzugehen. Und dazu gehört eben ganz klar, dass eine Abgrenzung zu Rassismus, zu Antisemitismus, zu anderen Formen von Diskriminierung. Und genau aus diesem Kern der Arbeit kommt dann eben auch das Ansprechen der Familie Kubaschik. Und dass Gamsche vor 5 Jahren begonnen hat, politische Bildungsarbeit zu machen, zahlt für uns ja genau auf diese Ziele auch mit ein. Wir können wunderbar, in Anführungszeichen, anhand ihrer Biografie, anhand einer Geschichte aus unserer Heimatstadt Dortmund darüber aufklären, wohin extrem rechter Terror führt, wohin Rassismus führt im Beginn, wohin Neonazismus führt. Und ich glaube, wir müssen viel mehr wieder darauf schauen, was uns verbindet. Und dafür kann Bildung und ein historischer Moment eben oftmals ein Ansatzpunkt sein. Heute sind wir hier beim BVB Lernzentrum. Es ist ein Teil meiner politischen Bildungsarbeit. Ich schildere meine Perspektive als Tochter, als Betroffene, aber auch als Zeitzeugin. Ali. Hey, Gamsita, ne? Na? Alles gut bei dir? Ja, bei dir auch. Ja, dann Das ist Ali Shirin. Mit ihm gemeinsam machen wir heute das Gespräch im Lernzentrum, wo wir dann über den NSU-Komplex sprechen. Ali klärt auf, den Jugendlichen, die Menschen, und ich spreche von meiner Perspektive. Wir müssen zusammenhalten. Das tun wir so wenig. Wir wollen uns nicht spalten lassen. Das sage ich den Jugendlichen auch hier in Dortmund. Ja, lasst euch nicht spalten. Wir gehören zusammen, wir sind eine Gesellschaft. Wenn ihr seht, dass irgendwie Menschen diskriminiert werden oder ihr das selber erlebt,
dann seid laut. Macht darauf aufmerksam. Ihr müsst darüber sprechen. Mein Name ist Johannes Böing, ich bin Mitarbeiter des Fanprojekts Dortmund und Leiter des BVB Lernzentrums. Das BVB Lernzentrum ist eine Einrichtung für politische Jugendbildung hier am Lernort Stadion. Wir haben eine Räumlichkeit unter der Südtribüne von Borussia Dortmund zur Verfügung gestellt. Und wir machen in erster Linie Workshops zu politischen Themen wie Antidiskriminierung, Antirassismus, aber auch sowas wie Zivilcourage, Gewaltprävention. Gamze Kubasic ist heute hier erstmal, weil wir sie eingeladen haben, sprich, weil wir es wichtig finden, dass ihre Stimme gehört wird und dass wir das, was sie an Erinnerungsarbeit macht, einfach breite Unterstützung findet. Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Michel Kiesewetter, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaschik und Halid Yozgat. Wie gehst du damit um, wenn Leute zu dir kommen und dir wirklich direkt sagen, muss man das nicht vergessen, damit man weiter irgendwie in die Zukunft schauen kann? Ich sage gerne, Mord verjährt nicht und die Erinnerungen verjähren auch nicht. Und deswegen ist es umso wichtiger, auch gerade in dieser Zeit darauf aufmerksam zu machen, was in unserem Land passiert ist. Die Menschen hören aufmerksam zu, es kommt an, es wird danach gesprochen, man tauscht sich aus. Wie geht's dir jetzt emotional, nachdem du das alles einmal innerhalb von einer Stunde, anderthalb nochmal durchlebt hast? Ja, ich kann sagen, es fällt mir schwer. Ja, und ich habe gerade so das Gefühl, mein Kopf ist voll, es dröhnt, aber ich bin natürlich auch sehr froh, dass ich das machen kann und dass ich noch diese Kraft habe und auch diese Kraft spüre, es weiterzumachen. Ich merke einfach, dass man nicht nur über Rassismus und Diskriminierung spricht, sondern dass die Leute es anders wahrnehmen, wenn ich über meine Geschichte spreche und über meine Perspektive berichte, dass es anders ankommt. Und solange ich sehe, dass sich etwas verändert und mir das Kraft gibt, werde ich das weitermachen. Ich werde nicht aufgeben. Wir sind hier, um an Mehmet Kubaschik zu erinnern. Es ist ein Kampf gegen das Vergessen. Gamze Kubaschik betont immer wieder in ihrer Erinnerungsarbeit, sie macht diese Arbeit, weil sie nicht möchte, dass ihr Vater in Vergessenheit gerät. Mein Name ist Ali Şirin. Ich bin aktiv im Bündnis Tag der Solidarität, kein Schlussstrich Dortmund. Als Bündnis unterstützen wir die Familie in ihrer Erinnerungsarbeit. Wir erinnern an Mehmet Kubaschik, der am 4. April 2006 vom rechtsterroristischen NSU, also nationalsozialistischen Untergrund, in der Dortmunder Nordstadt in seinem Kiosk ermordet wurde. Der NSU hat sich Ende der 1990er Jahre in Jena gegründet, also in Thüringen, hat dann über 13, 14 Jahre lang im Untergrund 10 Menschen ermordet, sind verantwortlich für 3 Sprengstoffanschläge und für Banküberfälle im Osten Deutschlands. Die Angehörigen der Opfer fordern nach wie vor eine lückenlose Aufklärung. Eine wichtige Forderung ist unter anderem, dass die NSU-Akten ihren Anwälten übergeben werden. Sie wollen auch, dass die Helfershelfer in den jeweiligen Städten, also auch in Dortmund, wirklich ermittelt werden. Und sie verweisen immer darauf, dass eben eine reelle Gefahr durch den Rechtsterrorismus ausgeht. Nach wie vor kommen Menschen durch Rechtsterrorismus ums Leben. Ich war kurz vorm Kiosk und ich habe schon von Weitem gesehen, dass da viele Menschen waren, Krankenwagen und Polizei. Und als ich dann näher kam, habe ich gespürt und gehört von den Leuten, die da standen, sowas wie, oh nein, da ist die Tochter. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich realisiert, dass es um uns geht. Ich habe natürlich gefragt, was ist los? Was passiert hier? Und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch nicht, ob meine Mutter oder mein Vater im Kiosk ist. Er hat mir bestätigt, dass mein Vater im Kiosk ist und dass er gesagt hat, dass es ihm gut geht. Machen Sie sich keine Gedanken. Sie müssen jetzt ruhig bleiben. Ihrem Vater geht es gut. Er ist leicht verletzt.
Ja, und ich weiß nicht, wie lange ich da mit denen im Auto saß, kam ein älterer Polizist. Der machte dann die Tür auf und hat sich dann zu mir gebeugt. Und ich habe sofort in den Augen gesehen, dass da was nicht stimmt. Und dann sagte er zu mir, Frau Kubasik, Ihr Vater ist tot. Mein Baba, heute sind es 20 Jahre ohne dich. 20 Jahre, in denen du uns genommen wurdest. Es gibt kaum Worte für das, was dieser Verlust bedeutet. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an dich denke. Du fehlst jeden einzelnen Tag. Mein Vater war sehr liebevoll. Er hat alles dafür getan, dass es uns gut geht. Er hat sehr viel gearbeitet, sehr hart gearbeitet. Es kamen sehr viele Kinder zu ihm, gerade zu ihm, wenn er im Kiosk war, weil er halt mehr in die gemischte Tüte reingepackt hat. Und das war, ja, sehr schön zu erleben, dass die Leute ihn mochten, dass sie gerne zum Kiosk gekommen sind, dass sie mit meinem Vater gequatscht haben, auch gerne mal was getrunken haben. Das war, ja, er war einfach ein sehr liebevoller Vater. Eine Leere, die sich nicht füllen lässt. Ein Schmerz, der bleibt. Und ich weiß, dieser Schmerz wird mich bis zu meinem Lebensende begleiten. Damals hieß man uns willkommen mit Pauken und Trompeten, die Musik ist verstummt und heute hört man sie nur reden, dass wir uns in Deutschland nicht so recht integrieren. Es ist Integration, wenn Häuser brennen und sie applaudieren. Mein Name ist Mirza Demirovic und ich bin Head of Nordstadtliga. Nordstadtliga ist eine Straßenfußballliga für alle junge Menschen, mit dem Ziel, junge Menschen eine Perspektive anzubieten, aber vor allem ein Safe Space, ein Ort, wo sie das sein können, was sie sind. Kinder und Jugendliche quasi Anerkennung ihrer Persönlichkeit. Und vor allem ist Nordstadtliga ein Ort, wo man sich nicht schämen muss, um halt eine der Teilnehmerinnen der Nordstadtliga zu zitieren. Ja, der Cup entstand nicht so weit weg von hier, direkt an dem NSU-Denkmal hier hinterm Bahnhof bei der Auslandsgesellschaft. Und zwar vor 5 Jahren. Und Gamze sprach über ihren Vater. Und Gamze sprach über ihn, dass er Kinder geliebt hat. Sie sprach so mit ganz viel Liebe über ihn. Ne? Und das sind die Geschichten, die ich auch sonst so gehört habe von ihm. Dass er in dem Kiosk den Kiddies gemischte Tüten umsonst gemacht hat oder die größer gemacht hat oder immer wieder was Schönes für die Kinder gemacht hat. Und ein paar Sätze später sagte sie dann halt, dass er auch so großer Fußballfan, leidenschaftlicher Fan war. Und dann bei mir rat's im Kopf und dachte so, ey, das eigentlich würde das zur Nordstadtliga passen. Und habe ich dann der Familie Kubaschek, anwesend waren dann so Gamze und Elif, die Idee vorgestellt, dass halt wir gerne ein Fußballturnier mit seinem Namen ins Leben rufen möchten. Und so entstand halt die Idee, dass wir dann gemeinsam mit der Familie den Mehmet Kubaschek Cup ins Leben rufen, organisieren. Und dass wir auch jede einzelne Vorgehensweise oder dass das alles in Absprache mit Familie ist und alles so im Sinne der Familie. Bei der Vorbereitung hatte ich natürlich immer den Austausch mit Mirza und dann hat er gesagt, die wollen Flyers dazu machen, um das zu verteilen und darauf aufmerksam zu machen. Und dann habe ich gesagt, ey Mirza, ich weiß nicht. Ich finde einfach keine Worte, aber da gibt es einen Satz, was mir in Erinnerung geblieben ist, was mein Vater sehr oft gesagt hat. Heute spielt Heimat, heute spielt Dortmund. Und an einem Tag wollten wir nach Hause gehen und sind dann halt einem Freund von ihm begegnet und er hat ihn dann zum Kaffee eingeladen. Also da treffen sich halt so Männer und trinken gemeinsam Tee und Kaffee und spielen halt Karten. Da hat der Freund ihn eingeladen und er meinte so, heute geht nicht, heute gucke ich Fußball. Und er so, ach komm, scheißegal, komm mit. Und er sagt so, nee, heute spielt Heimat und heute spielt Dortmund. Uns Halle hat das so berührt, dieses Zitat, weil dieses Zitat sagt, glaube ich, alles. Also du kannst Bücher schreiben über Zugehörigkeit, über Gefühl, über Identität. Aber dieser Satz sagt das besonders auch. Und das ist halt auch noch in beiden Sprachen dann, das zu nutzen. Unter diesem Motto,
spielen wir, weil die Idee halt der Nordstadtliga ist, auch sowas zu gestalten, dass auch Kinder und Jugendliche einen Ort haben, wo sie auch als ihrs empfinden, als eure Heimat. Und das wurde verewigt vor 5 Jahren und seitdem läuft das Turnier halt immer unter diesem Zitat von Mehmet. Mein Name ist Sven und ich bin Mitglied bei der Dortmunder Faninitiative Ballspielvereint. Ballspielvereint ist eine Faninitiative von und für BVB-Fans, die sich für ein diskriminierungsfreies Miteinander in und um das Stadion einsetzt und halt gegen jegliche Form der Diskriminierung wie Rassismus, Antisemitismus versucht, ein Bewusstsein zu schaffen. Ja, es ist halt eben unser Anspruch, auf verschiedene politische Themen einen Fokus zu lenken oder das Bewusstsein dafür zu schaffen. Und da ist der Mord an Mehmet Kubaschik halt insbesondere in der Stadt Dortmund für uns ein super wichtiges Thema gewesen. Das heißt, wir wollten einerseits natürlich ein Bewusstsein dafür schaffen, was damals vorgefallen ist, und andererseits natürlich auch dem Menschen Mehmet Kubaschik gedenken und vielleicht auch der Familie damit Kraft geben. Aber halt eben auch auf die Bündnisarbeit aufmerksam machen, die eben daran arbeiten, den NSU-Komplex aufzuklären, der ja leider immer noch nicht in Gänze aufgeklärt ist. Und wir merken eben auch an Rückmeldungen, dass uns Gamse zum Beispiel auf direkten Wege mitgeteilt hat, dass es sehr kraftspendend war. Und an sowas sehen wir halt eben auch, dass unsere Arbeit auch einen Effekt hat. Ich bin sehr aufgeregt, weil heute wird nicht nur an meinen Vater erinnert im Stadion, sondern mein Sohn läuft auch als Laufkind. Und es ist natürlich für uns als Familie etwas ganz Besonderes. Ja, es bedeutet uns auch sehr viel. Ich meine, das ist auch ein Andenken von meinem Sohn, das wird er dann lebenlang mit sich tragen. Ja, kann sich immer wieder daran erinnern und ja. So, los geht's! Hallo! Hi! Hallo! Ja, hi! Ihr habt es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. So, schön, dass ihr hier seid. Ja, danke. So, ich habe ein bisschen was für euch. Ja. Hoppala. Also. Nummer 1. Ja. Müsste richtig Wer sein. ist Mila von euch? Hi. Mila. Du? Schön. Nummer 1. Nee, nicht Konstantin. Sondern hier. Bitteschön. So. Was? Sondern hier. Was? Das sind eure Tricks. Toll! Wow, schön. Zeig mal. Hast zwar schon eins, aber kriegst noch eins. Ein aktuelles. Nee? Ah, okay, cool. Mehmet, dein Opa. Schön. Guck mal, Saralia, dein Opa. Guck mal, bitte. Ja. Komm noch ein bisschen nach vorne. Wir? Ja. Alles gut. Dankeschön. Danke auch. Schön. Einfach Sommer. Und das sieht richtig gut aus. Davon muss ich jetzt ein Video machen. Das muss man einfach erleben. Man findet dafür keine Worte. Ist schon schön. Schon geil, ne? Ich liebe das Stadion, das ist so schön hier, ich weiß nicht. Man findet einfach keine Worte für. Daniel, schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Cool, gut. Und dir? Aufgeregt? Ja, toll. Hab ich mir gedacht. Ja, ist schon cool. Ja, Ja. sehr gut. Finde ich auch.
Ein bisschen tut mir leid, also es tut mir leid, kann ja niemand was dafür. Es ist doof, dass es sich überschneidet. Ja, alles gut. Aber ich glaube trotzdem. Ich kenne das ganz gut. Ist halt, kann man ja, sowas plant man ja nicht. Ne? Nee. Das ist schon alles gut. Aber es ist alles gut gelaufen, finde ich. Ja, danke. Ich meine, die Idee mit der Gruppe war echt cool. Ja, ich glaube, das hat so vieles gerettet. Hallo. Hi. Hallo. Ja, bei dir? Ja. Ja. Ja, voll. Ist Mehmet aufgeregt? Mehmet ist aufgeregt, ja. Ja? Richtig. Noch ein bisschen. Na, der kann das nicht zeigen. Voll nicht. Ja, aber der hat schon wenig geredet gerade. Ja. Weil es ihm viel Spaß Und zu Hause hat er auch wenig geredet, aber er hat die ganze Zeit rumgeroppelt. Okay. Ja. Das sah gerade an. Ist das süß. Ja. Ich wäre eingeschmolzen. Hi. Na? Hi, grüß dich. Danke. Wichtig ist, wenn das... Liebe Gamse, schön, dass du heute hier bist. Da freuen wir uns natürlich drüber. Du bist wie dein Vater eine echte Dortmunderin und natürlich BVB-Fan. Was bedeutet es dir, dass seine Geschichte heute hier im Signal Iduna Park ihren Platz hat? Und was sollten die Menschen unbedingt über ihn wissen? Es bedeutet mir sehr viel, dass ich heute hier stehen darf. Mein Vater war ein BVB-Fan. Das war für ihn wie ein Stück zu Hause. Mein Vater war ein sehr liebevoller Mensch, der sich liebevoll um seine Kinder gekümmert hat. Er hat viel gearbeitet, damit es uns gut geht. Er war nicht nur ein Opfer einer Mordserie, sondern er war ein Mensch, der geliebt und gelebt hat. Schön, dass du heute hier warst, Gamse. Und für uns ist es auch wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen. Trotz alledem wünschen wir dir natürlich ein schönes Spiel und natürlich einen Sieg unserer Borussia, weil ich glaube, dein Herz ist auch so schwarz-gelb wie das deines Vaters. Dankeschön. Vielen Dank. Darf ich Sie Danke. umarmen? Ja, klar. Vielen Dank für alles. Darf ich? Danke. Nico, er ist in Nico gelaufen. Ich habe nur dich angeguckt. Es ist eigentlich für mich immer wieder schön zu sehen, was Borussia Dortmund tut, wie wichtig der Verein für das alles ist, was, ja, wir stehen einfach als Dortmund, als Verein für Vielfalt und ich schätze das sehr. Hat er sich auch manchmal geärgert über die Schwarz-Gelben? Ja, sehr oft. Also der hat echt, wenn er Fußball geguckt hat, dann mit allem. So richtig. Er hat dann geschrien. Er hat das so richtig gefeiert, wenn Tore geschossen wurden. Das hat man so gespürt. Da war er nur er selber und das Spiel. Was würde das meinem Papa bedeuten, wenn er all das sehen könnte? Zum einen glaube ich ganz fest daran, dass er all das sieht, was für ihn gemacht wird, dass man an ihn erinnert. Zum anderen weiß ich, dass er das schätzt, dass er glücklich darüber wäre. Ja.